Lust aufs Oktoberfest mitten in Brasilien? Kein Problem. Das können Sie in der Stadt Blumenau, die 1850 dort von dem deutschen Einwanderer Dr. Hermann Otto Blumenau gegründet wurde. Mit seinen altdeutschen Fachwerkhäusern, dem urigen Biergarten mit eigenem Brauhaus und den vielen Cafés mit Schwarzwälder Kirschtorte wirkt es schon ein wenig amüsant im sonst so tropischen Brasilien. Und genau hier wird eben auch gefeiert. Das Oktoberfest in Blumenau ist nach dem Karneval in Rio de Janeiro mit jährlich über 700.000 Besuchern das zweitgrößte Fest Brasiliens und das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Ungebändigte Flüsse, Tiere, die noch aus der Urzeit zu stammen scheinen. Das ist Alltag im tiefen Süden Brasiliens. Doch Exotik sieht hier anders aus. Exotik ist hier deutsch. Oktoberfest in Blumenau. Wenn es in München vorbei ist, geht es hier erst richtig los. Über 2 Wochen lang feiern bis zu 1 Million Menschen mit einheimischem, nach deutscher Tradition gebrautem Bier, Lederhosen und deutschen Bands. Eingeladen von den Blumenauer Veranstaltern, damit ihr Oktoberfest so authentisch wie nur möglich wird. Mit dabei die Original-Haderlumpen aus Aschaffenburg. Sie kennen das Original in München und sind begeistert von der Kopie. Alle unsere Bandmitglieder sind restlos begeistert. Am Anfang hat sich der eine oder andere vielleicht mal ein bisschen aufgeregt, weil der Deutsche die Leichtigkeit, die Mentalität des Brasilianers nicht ganz versteht. Wenn der Bus halt mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde später kommt, dann kommt er so. Ja, aber das ist halt Brasilien. Man lebt leicht. In Brasilien und seinen Nachbarländern Uruguay, Argentinien und Paraguay gibt es einige deutsche Siedlungen. Doch Blumenau ist die wohl bekannteste. Berühmt geworden durch sein Oktoberfest, reich durch seine Textilindustrie. Facharbeiter aus Blumenau sind in ganz Brasilien begehrt. Gesprochen wird hier Portugiesisch, doch in Blumenau lehrt man auch Deutsch. Und so ist man umso glücklicher über die Gäste aus Deutschland. Super, und die Bände, die aus Deutschland kommen, sind auch super. Ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um Deutschkultur zu feiern. Wir sind von einer Volkstanzgruppe und dann wir tanzen und wir mögen die Deutschkultur. Ja, ich komme immer von hier. Ich komme immer, alle Jahre immer. Ganz schön, das ist ein großes Fest für Mama, für Papa, für Kleine, ist von alles, für alle Familien. Größer ist in Brasilien nur noch der Karneval. Seit 26 Jahren gibt es hier das Oktoberfest. Seine Entstehung hat aber nur bedingt mit der deutschen Geschichte des Ortes zu tun. Blumenau wurde 1850 von Auswanderern aus Deutschland gegründet. Die haben sich Bräuche und Sprache ihrer Heimat bewahrt. An ein eigenes Oktoberfest dachten sie aber erst, als eine Naturkatastrophe das Städtchen fast zerstörte. Das war 1984 nach ein großes Hochwasser hier. Und man hat damit versucht, die Bevölkerung oder die Bürger hier Mut zu geben wieder, nicht? Um weiterzuarbeiten und die Stadt wieder herstellen. Aus der Not heraus als Aufmunterung für alle Einheimischen geschaffen, ist das Oktoberfest heute Anziehungspunkt für ganz Lateinamerika. Touristen aus Europa sind eher selten. Den Brasilianern kann das egal sein. Deutscher als hier wird nirgends auf dem Kontinent gefeiert. Für die 30.000 Einwohner von Blumenau ist das Spektakel am Rande des Urwaldes zum Wirtschaftsfaktor geworden. Hierher kommen Leute aus allen Teilen Brasiliens. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Viele Menschen in Brasilien kennen das Oktoberfest in Blumenau und sind jedes Jahr mit dabei. Es ist fast wie ein Karneval, aber der Karneval ist natürlich in der ganzen Welt bekannter. 70% der Blumenauer haben deutsche Wurzeln. Ihre Vorfahren kamen einst aus Süddeutschland und Pommern. Heute jedoch kennen die meisten das Original in München nur durch die Erzählungen der Alten. Ich habe immer gehört, das Oktoberfest in München ist das beste Fest in Deutschland und in der Welt. So bin ich hier, weil ich kann nicht nach Deutschland gehen jetzt, deshalb bin ich hier. Den Blumenauern, die schon in Deutschland waren, fallen natürlich Unterschiede auf. In Deutschland, ich habe schon mitgemacht und da sitzt man an den Stammtisch, nicht, und schiebt sich nach links und nach rechts, nicht, und trinkt das große Maß. Nicht.
Und in Brasilien, da drehen sich die Leute und tanzen. Dass mehr getanzt und weniger getrunken wird, hat Auswirkungen, die auch den deutschen Bands nicht entgangen sind. Also kann man wirklich sagen, dass viel ausgelassener, viel extremer gefeiert wird. Am Oktoberfest München ist typisch deutsch, heißt abends um 1 Uhr ist Schluss. Hier wird bis morgens um 5 Uhr gefeiert, es geht mittags um 3 Uhr los und jeder ist froh, jeder ist locker, es gibt keine Streitigkeiten. Hier ist einfach nur Spaß, hier ist Feiern. Wenn das Oktoberfest vorbei ist, dann zieht auch hier am Rande des Dschungels wieder Ruhe ein. Und jeder freut sich auf das brasilianische Oktoberfest im nächsten Jahr. Tja, und das war sie, die Windrose für heute. In 14 Tagen gibt es uns wieder, wenn Sie mögen. Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis bald.